Guten Tag, willkommen bei Piranha Becken TV. Hallo. Wir sind zwei Piranhas und wir unterhalten uns heute über Computerspiele. Und zwar die wir selber zocken. Wir wurden von unheimlich vielen Leuten gefragt, ne, aus dem Forum oder Fans oder Leute, die unsere Spiele spielen, was spielt ihr eigentlich? So, ne? Spielt ihr eigentlich auch die eigenen Spiele? Spielt ihr überhaupt? Und wenn ja, was denn? Ja, was hast du denn als letztes gespielt? Als letztes gespielt habe ich tatsächlich Golf with Your Friends. Was macht man denn da? Bei Goldfischer. Ja, Golf with Your Friends. Mein Gott, jetzt Du hast das gesagt. Ist nix für mich. Mann, das ist so eine Mischung aus Minigolf und Ben und Ed Blood Party, finde ich. Mensch, ärger dich nicht mäßig. Ja, genau. Also das heißt, du hast irgendwie so einen Ball und der ist auch oft nicht ein Ball, sondern der ist dann eine Dose oder ein Burger oder sonst irgendein Kram. Oder eine Eichel oder sonst irgendwas und damit kannst du dann rumeiern im wahrsten Sinne des Wortes und versuchen irgendwie in möglichst wenigen Schlägen das Loch zu treffen. Okay. Weißt du eigentlich, wie sich das anhört? Ja, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Okay, gut. Ja, es ist so. Was hast du denn zuletzt gespielt? Was habe ich denn zuletzt gespielt? Ja, mit dir zusammen Dead Space 3 habe ich gespielt. Im Koop, das fand ich ziemlich cool. Das war aber nicht das letzte. Nee, ich weiß, was das letzte war. Dishonored 2. Richtig. Ja, das ist so auf unserem Pile of Shame gewesen und da dachte ich, jetzt wird mal Zeit, ja, Dishonored zu spielen, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die fand ich immer geil. Also Dishonored 1 fand ich großartig und der zweite Teil. Warum sage ich? Weil eigentlich wir spielen das ja, aber du traust dich immer nicht, ne? Das heißt, bei so Horror-Games und so, da ist halt immer so eine Sache. Ja, okay, komm, wir untersuchen mal diesen Raum. Darf ich? So, dann nimmst du den wohl. Aber wenn es dann brenzlig wird, in Kampfsituationen oder es wird gruselig, ich will nicht in den Raum reingehen, ne, dann muss ich immer ran. Das ist auch ganz schön schizophren. Ja. Ich liebe nämlich eigentlich Horrorspiele und ich habe die früher auch total gerne gespielt. Aber irgendwie, mittlerweile, traue ich mich nicht mehr vorwärts. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man jemanden hat, dem man das dann abgeben kann und der spielt dann weiter und ich kann unter der Decke kommentieren. Ja, hier They Lie zum Beispiel, gab's ja auf der VR, ne? Das hat der Gronk gespielt. Auch so ein Horror-Ding. Er hat angefangen, wir sind weitergekommen. Das stimmt, ja. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich weitergekommen bin, aber ich weiß auch, ich habe ja ihn zugeguckt, ne, wie er seitwärts versucht hat, irgendwie gegen das Monster zu laufen. Und als er dann das Ding abnahm, Leute, ich und VR-Horrorspiele, damit bin ich durch und damit war er auch wirklich durch. Ich glaube, der hat nie wieder VR-Horrorspiele gespielt und ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin nur ein kleines Stückchen weitergekommen, wenn man so auf die Kacke haut, ne, also, denn das war schon echt haarig, ne, also wirklich diese Horrorspiele. Unser Amadeus, ne, der zum Beispiel, der spielt ja Resident Evil 7, ja, im VR-Modus locker flockig durch. Und erzählt uns noch, wie toll es war, irgendwie, als er dann in der Wand steckte und an irgendwelche madenzerfressenen Leichen vorbeilatschen musste, direkt mit der Nase. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wäre nichts für mich. Es waren nur die Maden und die waren schon eklig genug. Ja. Ich habe mir das Let's Play von Resident Evil aus dem Grund tatsächlich mehrfach angeguckt, weil das eigentlich ein Spiel ist, was ich super gerne gespielt hätte, wenn ich mich denn trauen würde. Habe ich aber nicht. Ja. Deswegen, in meiner Freizeit versteife ich mich eigentlich ganz gerne auf, ich nenn's mal salopp, Walking-Simulatoren. Was ich sehr gerne gespielt habe, war Firewatch, eins meiner Lieblingsspiele. Unbedingt. Fand ich toll. Ja. Sehr schönes, atmosphärisches, kurzes Spiel. Wenn ihr sowas in der Art kennt, schlagt mir das doch mal vor. Sowas würde ich gerne nochmal spielen oder sowas wie Vanishing of Ethan Carter oder so First-Person Ego-Large-Rätselspiele, die irgendwie ein bisschen mystisch sind. Das spiele ich momentan am liebsten, weil es in der Regel nicht so lange dauert. Denn Zeit ist immer so ein Faktor, das ist schwierig, große Spiele durchzuspielen irgendwie, weil man wirklich lange daran sitzt und unsere Zeit immer rar ist. Und weil es etwas völlig anderes von dem ist, was wir selber machen, mache ich das irgendwie in der Freizeit immer ganz gern.
Ja. Der Harry, der spielt ganz gerne unser Harry Deacon Dark Souls Spiele. Ne? Er spielt gerne Fallout. Er hat mal so ein Fallout 4 Video gemacht, ein halbstündiges oder so, wie er seine Bude, die er da gebaut hat, uns präsentiert, seinen Bunker, seine Vault. Ne? Das macht er sehr gerne. Also generell Amadeus, ich glaube, der hat eine Spielothek da bei Steam über, weiß ich nicht, 400, 600 Spiele oder was er erzählt hat. Ne? Der spielt immer gerne neue Sachen am liebsten. Ne? Das heißt, der ist so eher derjenige, der sagt, ja, guck mal hier, da gibt's was Neues, guckt euch das mal an, das ist irgendwas ganz Cooles. Und ja, ist dann auch genreabhängig, ne, was wir spielen. Also am liebsten spielen wir sowas wie Rollenspiele, ne, ganz klar, die so ähnlich sind wie die Sachen, die wir selber machen. Heißt also Witcher beispielsweise oder Mass Effect gehört dazu. Ne? Sachen wie Two Worlds finden wir cool. Ne? Aber gerade diese großen Blockbuster-Dinger, nenne ich sie jetzt einfach mal, die wirklich Zeitfresser sind, die spielen wir dann häufig eher im Winter, ne? Weil dann einfach irgendwie mehr Zeit ist. Ist nicht so die mega Messezeit oder sowas, wo man sich auf was anderes vorbereiten muss. Und dann ist es sowieso kalt draußen, also spielen wir da häufiger größere Spiele. Und im Sommer tendenziell eher so Koop-Sachen und kürzere Sachen. Kürzere Sachen, ja. Das ist tatsächlich so, ne? Dishonored 2 ist echt ein langes Ding, ne? Na klar, man kann das auch in 10 Stunden wahrscheinlich schaffen, so, aber ich möchte schon immer eher so den Ja, nicht wenn man so spielt wie wir. Rollenspieler halt, ne? Also versuchen keinen umzubringen, irgendwie fair zu bleiben bei dem ganzen Ding. Und das macht das Ganze natürlich schwieriger. Ne? Und ja, welches Genre spielen wir noch? Momentan, wir haben Wreckfest gesehen, da hast du auch mitgespielt. Wreckfest ne? Also hab ich auch Autorennenspiel eigentlich nicht so unser Ding, ne? Weil hat ja auch nicht unbedingt viel mit unserem Zeug zu tun. Ne? Spielen wir so aber machen. tatsächlich öfter mit unserem Sohn. Das stimmt, ja. Der hat so ein paar Autorennspiele, die sind ganz witzig. Ja, ne, wo man mit dem Avatar von der Xbox irgendwie in der Gegend rumballert. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist auch ziemlich cool. Weiß ich auch nicht. Aber was er gerne spielt, ist Lego Worlds. Ne? Das heißt, Sachen bauen. Ne? Also Sandbox-mäßig das Ganze irgendwie. Das ist sehr, sehr interessant. Alles, was mit Open World zu tun hat. Ja, Minecraft, ne? Finde ich sehr faszinierend. Wir haben in Minecraft unsere komplette Siedlung nachgebaut. Also unser Haus und die Häuser daneben und die Straße. Also in Real-Life-Siedlung, ja, richtig. Genau, also das, wo wir tatsächlich wohnen, haben wir in Minecraft nachgebaut, irgendwie mit allem Pipapo. Und wir sind sogar die Straße runtergekommen, fast zur Oma. Und dann hat unser Sohn das gelöscht. Weil die Oma, die wohnt nämlich auch in der Gegend, wo wir wohnen. Ich hatte eine riesen Höhle gebaut, die aussah wie so ein Totenkopf. Ja, alles weg. Ja, so ist das halt auf der Konsole. Da kannst du halt keine Sicherungskopie irgendwie machen. Geht schon, ne? Ja, mit USB-Stick reinstecken und dann... Sehr aufwendig. Also es geht, aber das macht man ja nicht ständig und deswegen ist alles irgendwie futsch. Er ist ja auch erst 6 Jahre alt, ne? Kommt jetzt in die Schule und dann muss man halt gucken. So. Es ist aber auch nicht nur saisonabhängig, was wir spielen, sondern auch produktionsphasenabhängig. Stimmt. Ne? Das heißt also, wenn man tatsächlich Dialoge schreibt, also mir geht das so, dann spiele ich eher dialoglastige Spiele. Das heißt, eigentlich mache ich in meiner Freizeit genau das, was ich auf der Arbeit auch mache. Ne? Paradoxerweise. Ja, wenn ich Musik komponiere oder so, dann beschäftige ich mich auch eher mit Sachen mit Musikzeug oder mit Filmen, die irgendwie coolen Soundtrack haben oder halt Spiele, die entsprechend coolen Soundtrack haben und so weiter. Und wenn man so in einer Research-Phase oder in einer Design-Phase ist, dann probiert man auch gerne mal was aus. Das heißt, wir spielen dann auch mal sehr viele Indie-Titel oder probieren mal Sachen aus, die irgendwie einen auf neue Gedanken bringen können. Oder wenn es um Dinge geht wie andere Spiele, das Genre, was wir haben, nein, Setting meine ich, ne? Das heißt, es ist auch Setting-abhängig im Grunde genommen, wenn wir jetzt sagen, wir designen sowas wie die mittelalterlichen Berserker oder so, dass man sich mal Spiele anguckt, die eher mittelalterlich angehaucht sind. Wenn wir jetzt in der Ecke sind, okay, wir designen sowas wie die Kleriker oder die Alps oder sowas, die eher futuristisch angehaucht sind,
dann beschäftigen wir uns eher mit Spielen, die eher futuristisch sind, wie Mass Effect oder Deus Ex oder irgendwie sowas. Ja? Um dann irgendwie so reinzukommen in dieses Spielgefühl, was solche Gilden oder solche Spiele erzeugen oder so Dinge wie, wenn es ums Weltdesign geht oder um so eine Epoche, die wir da darstellen, so Spiele wie Horizon Zero Dawn oder so, um einfach mal zu gucken, wie haben die das gemacht und wie interpretieren die eine postapokalyptische Welt, die jetzt irgendwie gemischt ist mit mittelalterlichem Kram, also wie die Eloy halt aussieht oder die Völker, die dort leben, oder halt diese futuristische Part der Roboter und so weiter, die es dort gibt. Also da gibt's auch sehr viele. Wohl auch so völlig genrefremde Spiele sehr inspirierend sein können. Ich mag zum Beispiel sehr gerne zwischendurch mal mir Adventure angucken, weil ich Rätsel liebe. Und wenn man sich Adventure-Rätsel anguckt irgendwie, dann kann man viele Ideen daraus auch wieder für Nebenquests übertragen und einem Rollenspiel anpassen und sich Inspirationen holen, ohne dass das 1:1 dasselbe sein muss. Das finde ich immer ganz schön an solchen Spielen, die augenscheinlich erstmal ganz anders sind, weil es unser Spiel bereichert. Ja, das ist dann eben nicht das reine klassische Rollenspiel, sondern auch noch mehr. Es gibt ein bisschen Adventure-Anteile, es gibt ein bisschen Shooter-Anteile und so weiter und die Mischung, die macht es dann reichhaltiger. Es gibt auch so viele Spiele, die rauskommen. Ja? Detroit beispielsweise, ja? Das ist so ein Ding, wo man tatsächlich auch sich sehr viel Inspiration holen kann, die man gerne spielt, sowas. Ja? Was wir sehr lieben, weil sie sagte Walking Simulator und Action und Horror und hast du nicht gesehen, Soma, ganz vorne mit dabei. Auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, es passiert ja nicht viel, aber man macht halt Dinge und ab und zu passiert halt eben doch was. Und das ist irgendwie so die Spannung, die so ein Spiel trägt, ne? Die Geschichte, ganz klar, großartige Storyline, die da erzählt wird. Super empfehlenswert. Ja, wer solche Spiele mag, Soma ist absolut aus meiner Sicht unterbewertetes Meisterstück. Ja. Ja gut, haben wir denn überhaupt Zeit zu spielen, ne? Ist die interessante Frage. So, wir haben gesagt, ja, klar, kommt drauf an, so, ne? Auch wenn es draußen kalt ist oder Kacke ist oder hast du nicht gesehen. Aber es gibt manchmal so Phasen, da habe ich auch keine Lust zu spielen. Das geht dann einfach nicht. Ne? Das haben, glaube ich, viele mal so eine Flaute, wo es tatsächlich irgendwie nicht geht, ne? Wo ich tatsächlich nur produziere irgendetwas, ne? Irgendetwas mache, irgendwas Kreatives mache und dann fehlt es einfach irgendwie an der Stelle, um zu spielen. So, und dann ist auch gleich die Folgefrage, die dann darauf resultiert: Habt ihr euch mit eurem Beruf euer Hobby kaputt gemacht? Ich finde das im Verlauf dieses Gesprächs schon interessant irgendwie. Wir haben uns am Anfang hingesetzt und haben gesagt, komm, wir lassen uns doch mal ein bisschen über Freizeit quatschen und spielen in der Freizeit. Ja. Und jetzt quatschen wir darüber, welche Inspirationen man aus Spielen holt für das, was wir aktuell tun. Und das ist eigentlich schon der Klassiker. Das ist der Klassiker, ja. Also ein Spiel zu spielen, ohne an die Arbeit zu denken, das ist nicht möglich. Ja. Ne? So, haben wir uns damit unser Hobby versaut? Ich würde sagen, nein. Aber es hat den Blickwinkel geändert. Ja, das ist so wie, wenn man selber mal Gastronom war und in eine Kneipe kommt, wirst du nicht aufhören, das Personal zu beobachten, ja, wie es diverse Dinge tut. Also mit einem Koch irgendwo essen zu gehen, ist eine Katastrophe. Ja, also ein Kumpel von mir, der ist Koch, ne, und der heißt Thomas und der hat immer was zu meckern. Über irgendwie, ja, guck dir mal an, wie die den Teller hält und Mensch, die hätte ich rausgeschmissen, wenn die irgendwie... Also es gibt schon da diverse Sachen. Also wir sind da eigentlich relativ... Ich würde der andere Kumpel, der Koch ist und zuguckt, sagen, was? Du meinst der Bam? Ja. Ja, der Bam. Okay, bei dem ist es nicht so schlimm. Nee, eigentlich nicht. Nee. Der achtet da nicht so drauf, das stimmt. Ne? Nein, es ist halt doch irgendwie Hobby zum Beruf gemacht, ganz klar. Ne? Also ich kann mir auch nichts Geileres vorstellen. Ja, so ad hoc als Game Designer zu sein. Aber es ist schon, du hast die ganze Zeit damit zu tun und du beschäftigst dich mit diesem Thema. Ganz klar. Ne? Selbst auch wenn man Filme guckt. Das macht man einfach ganz automatisch, dass man sich damit dann noch beschäftigt. Ach, guck mal, das ist doch eine geile Idee. Oder irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie so und so. Ich hätte das so und so gemacht. Ich hätte das anders gemacht. Ob es jetzt besser ist oder schlechter, keine Ahnung. Aber du bist fortwährend irgendwie am Arbeiten. Ich finde das schön. Ich habe da gelernt zu leben. Du bist ja auch mittlerweile über 10 Jahre dabei, glaube ich, ja. In der Games-Branche und so. Man darf halt nicht aufhören, neugierig zu sein.
Man darf nicht aufhören, irgendwie daran Spaß zu haben, weil wenn das eintritt und irgendwann nicht mal so, ich habe keinen Bock mehr zu zocken, überhaupt nicht mehr generell, ich glaube, dann wird's bitter irgendwie. Ich bin tierisch neugierig und habe eigentlich grundsätzlich Bock zu zocken. Bei mir ist es so eine Frage der Müdigkeit. Wenn ich super viel gemacht habe am Tag und abends wollte ich eigentlich zocken und ich bin dann müde, dann geht's nicht. Ja, und dann werden wir auch immer gefragt, spielt ihr denn eure eigenen Spiele? Ne? Also ja, auf jeden Fall. Elex habe ich jetzt 2,5 Mal durchgespielt, habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Aber es wird dann häufig gefragt in dem Zusammenhang. Ja, es gibt ja Entwickler, die sehen das ein bisschen anders. Die sind froh, wenn sie den Kram los sind, sage ich jetzt mal. Ne? Oder haben halt sehr viele Sachen im Kopf, dass sie sagen, okay, ich habe da gar keine Zeit für irgendwie. Lass uns andere beurteilen, ob das Spiel cool ist oder nicht. Es ist ja auch so, die ersten 10 Stunden des Spiels, ne? Die haben wir bestimmt 20 Mal gespielt. Ja, ne? Ist klar. Weil es ist halt der Spielstart, ne? Und irgendwann kannst du den Spielstart dann auch nicht mehr sehen, dann möchtest du gerne weiterkommen, aber das dauert halt auch für uns dann, ne, da hinzukommen. Und irgendwie während der Entwicklung kannst du manchmal irgendwie die alten Spielstände vergessen, weil die sind dann kaputt oder nicht mehr brauchbar, weil mittlerweile neues Zeug reingewandert ist. Und dann müsstest du eigentlich nochmal den Spielstart spielen, um da hinzukommen, wo du eigentlich hin willst. Und das ist immer nicht so einfach. Ja, aber die alten Klassiker nochmal rauszukramen, mal zu gucken, wie man damals Dinge gemacht hat oder so, machen wir auch ab und zu, ne? Dass wir unsere alten Spiele mal spielen, um mal zu gucken, wie war das denn damals und so, das kann schon gut häufig vorkommen. Ja. Welches Genre gefällt dir denn gar nicht? Was ist denn überhaupt nicht dein Ding? Also, hast du da eins, wo du sagst, irgendwie, da habe ich überhaupt keinen Zugang zu? Also mir fällt auf Anhieb eins ein, das sind Strategiespiele. Ja? Habe ich eine Zeit lang auch mal ganz gerne gespielt. Momentan spiele ich sie eigentlich eher nicht. Also der Stefan Karlbram hier, der spielt gerne Strategiespiele. Ja, der spielt auch gerne so Sachen, so Mischungen aus Strategie und Rollenspiel. Also diese Baldur's Gate Dinger oder sowas wie Planescape Torment oder Divinity oder sowas. Ja, diese ISO-Spiele, die spielt er gerne. Das ist eher nicht so meins. Für mich ist eher so diese Third-Person oder First-Person-Ego-Perspektive Rollenspiele eher so das, ne? Und da kann ich mich dran wiederfinden. Ich habe da immer so Phasen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, 2D Jump'n'Run ist nicht meins. Aber das ist es nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang so viel 2D Jump'n'Run gespielt, irgendwie, dass ich nur noch die Wut gekriegt habe, weil ich irgendwas dann nicht geschafft habe, nicht rechtzeitig geschafft habe, keine Leben mehr hatte oder sonst irgendein Mist. Ja, aber so ein Spiel wie Limbo oder Unravel spiel ich dann doch wieder. Ja? Also es ist immer eine Frage der Zeit irgendwie. Und was mir da angeboten wird, mittlerweile gibt es ja so viele Spiele auf dem Markt. Ja. Irgendwie, da musst du ja erstmal dich da durchwuseln, dass du überhaupt irgendwie was findest, wo du sagst, ach, das ist ja meins irgendwie. Es gibt bestimmt total coole Walking-Simulatoren da draußen, die ich unbedingt spielen möchte und ich kenne sie nicht. Ja, obwohl ich schon echt gesucht habe. Vielleicht. Naja. Ihr wisst das alle sicherlich besser als wir, ne? Und ihr kennt auch bestimmt coole Walking-Simulatoren für Jenny. Und schreibt mal eure Lieblingsspiele hier drunter, die ihr so habt. Und ja, würde uns mal interessieren, wie ihr das so seht. Ne? Was für Genre ihr mögt, was überhaupt nicht. Und damit wollen wir auch die Sendung beenden. Ne? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann nächste Woche. Die nächste Folge. Tschüss. Ich wünsche euch was. Ciao. Das habe ich mitbekommen, ja. Das ist cool. Genau. Und ja, das ja, was spielen wir denn? Jetzt habe ich dich völlig rausgebracht. Nee, ich dachte,